In Foodtrucks gibt es ja meistens fette Pastrami-Sandwiches, Pulled Pork Burger, eben richtiges Fleisch. Aber dieser Foodtruck hier, der ist ganz anders. Es gibt nur veganes Essen und das Gemüse, das kommt aus dem eigenen Garten und das Ganze ist auch noch auf La Palma. Also Foodtruck mal ganz anders. Unsere Welt ist wunderschön. Damit das so bleibt, gibt es viele Ideen. Wie man anders arbeitet, wie man anders lebt. Denn es geht auch anders. Und ich will wissen, wie. Falafel gibt's, Hamburger, Perritos Caliente, was heißt das? Ach so, Hotdog und klar, todo vegano, also alles vegan. Mal sehen, wie die beiden das hinkriegen. Mit ihrem kleinen Foodtruck sind Joanna und Martin mir direkt aufgefallen. Die beiden sind seit 4 Jahren auf der Kanarischen Insel. Martin kommt gebürtig aus Deutschland, Joanna aus Polen. 2-mal die Woche verkaufen sie neben der kleinen Plaza in Ticharafe Gerichte mit Zutaten aus ihrem Selbstversorgergarten. Den werden wir später noch kennenlernen. Fleisch haben sie keines, dafür viele Alternativen. Martin, aus was bestehen denn die Patties eigentlich? Normalerweise ist es ja klassisch Fleisch. Das ist rote Beete, Linsen und Haferflocken, um, sagen wir, die Konsistenz hinzukriegen. Und auch die Mayo ist selbstgemacht und natürlich vegan. Sowas in der Form habe ich auf La Palma noch nicht entdeckt. Hier gibt's fast überall Fisch- und Fleischgerichte. Ich sage immer, ein Tag, wo jemand bei uns gegessen hat, wird vielleicht nicht, das wird der Tag, wo der kein Fleisch gegessen hat. Und damit ist es für uns schon was Gutes getan, ja. Das ist euer Ziel, oder? Auch. Das größte Ziel ist zu zeigen, du brauchst das alles nicht, um dich zu ernähren. Okay, schaut euch das mal an. Mega lecker schmeckt's. Der Bun ist übrigens auch selbst gebacken. Darauf legen die beiden hier Wert. Sie versuchen so viel wie möglich selbst herzustellen, verwenden fast alles aus ihrem eigenen Garten. Also die Linsen kaufen wir, das ist halt ein... Am Anfang haben wir es versucht. Wir haben zu zweit 2 Tage lang die Linsen aus den Pflanzen rausgepult und hatten dann so ein 1,5 Glas voll. Okay, also das ganze Gemüse hier kommt im Prinzip aus dem Garten und wie der Garten aussieht, das wollen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Ich stehe hier mitten im Garten von Joanna und Martin und ja, ihr seht schon, es ist einfach jetzt schon wahnsinnig schön und ich bin ganz gespannt, wie die beiden hier alles anbauen. Ihr Grundstück ist riesig, fast so groß wie 3 Fußballfelder. Auf dem Grundstück einer alten Finca haben sie sich ihr Paradies geschaffen. Ihre Anbauweise? Permakultur. Dabei geht es darum, viele unterschiedliche Pflanzenarten so nebeneinander anzuordnen, dass sie gegenseitig davon profitieren. Dadurch soll ein natürlicher Kreislauf entstehen. Chemischen Dünger braucht es dann nicht. Aber für Laien wie mich ist es erstmal kompliziert. Wir sind am Anfang ganz stolz in ein Geschäft, haben uns ein Bäumchen gekauft und irgendwo im Nix ein Loch gebuddelt und den reingesetzt. Und zugeguckt und nix und nix und nix. Der hat gerade so geschafft zu überleben. Ja? Als wir angefangen haben, ihn zu anderen Sachen zu setzen, andere Sachen dazu zu machen, die sind 3, 4, 5 Mal so schnell gewachsen. Ach krass, das ist schon nett. Weil die sich einfach gegenseitig unterstützen. Ich versuche halt wenig Maschinen wie möglich zu benutzen. Das heißt, wenn ich Boden auflockern möchte, pflanze Möhren und Kartoffeln, weil die werden das von alleine machen. Wenn ich etwas sandig habe, dann okay, dann werden Kakteen gut gehen oder Kapern oder was auch immer. Dann, jetzt weiß ich, aber am Anfang, das war super viel Recherche. Oder? Ja, sehr viele Bücher. Das ist ein ganz individuelles Stückchen Land. Ja. Mittlerweile wissen wir haben hier im Durchschnitt 30, 40 Zentimeter Erde. Und dann kommt Fels. Okay. Ja? So, jeder, was du liest von einem Buch in Deutschland, das sind 3, 4 Meter nutzbares Material nach unten. Ja? Das heißt, ihr müsst auch viel probieren und Try and Error und dann stirbt dann doch eine Pflanze, dann müsst ihr nochmal anfangen, müsst nochmal irgendwie gucken. Und auf jeden Fall aufschreiben, aufschreiben, weil du kannst das hier nicht merken. Respekt. Nach 4 Jahren haben die beiden den Dreh schon ziemlich raus. Und wenn die gehen,
Doch den beiden geht es nicht nur ums Gemüse. Sie wollen auch sonst nachhaltig leben. Und sind Hardcore-Bastler. In diesem selbstgebauten Ding trocknen sie etwa ihre Paprikas und Tabakblätter. Und noch was fasziniert mich. Die beiden haben sich einen Solarbackofen gebaut. Ja. Wenn die Sonne drauf scheint, wird das heiß. Okay. Mhm. Ja, wenn wir das also jetzt Also so das in die heißt, Sonne drehen, wird das da aber auch innen das drin machen. 160, 170 Grad heiß. Im Ernst, 160, Ja. 170 Grad. Jetzt hätte Habt ich ihr das schon mal jetzt- gemacht? Vielleicht auch was für euren Garten. Und damit bist du gut. Und auch ihren Das heißt, Strom wenn beziehen sie die durch die Sonnenstrahlen. ist, weil das wird Und was mich echt beeindruckt, sie produzieren sogar einen großen Teil von ihrem Gas selbst, den sie dann für den Herd in der Küche brauchen. Mit ihrer eigenen Biogasanlage. Dort schmeißen sie Kompost rein und am Ende können sie damit kochen. Das reift jetzt. Okay. Da gibt es Einstreu. Und kennt ihr euch aus mit Komposttoiletten? Bei den beiden habe ich zum ersten Mal zwei gesehen. Die funktionieren ohne Wasser- und Kanalanschluss. Kurz gesagt, nach langem Warten bildet sich am Ende vollwertige Erde. Du denkst, das ist scheiße, das war mal scheiße. Und jetzt ist es wirklich Erde. Und davon, und das stinkt nicht, ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du musst das riechen, das war scheiße. Ja, riecht überhaupt Gar nicht nach nicht. Scheiße. Ja. Guckt mal. Richtig viel Arbeit steckt in dem kleinen Paradies der beiden. Ihr altes Leben in Köln als Informatiker und als Studentin scheint inzwischen ganz weit weg. Ich muss nicht jeden Morgen zur Arbeit gehen, irgendwo Sprit verbrennen, um dahin zu kommen und um ein Haus zu heizen und in den Supermarkt gehen. Ich mache einfach easy. Ich stehe morgens auf, ich ernte was, ich pflanze was dazu, ich verkoche das. Okay, ich bin den ganzen Tag mit mir egoistisch unterwegs, aber dafür schade ich keinem Umfeld und ich fliege nicht 3-4 Mal am Jahr irgendwo hin, weil ich das, wo ich hingeflogen bin, bei mir zu Hause habe. Also bitte. Ich finde, wir Menschen haben die Erde so kurz vor hingerichtet oder ruiniert. Ja? Und das ist alles mit unserem größer, schneller, weiter Trip. Ja? Und ich war auch eine Zeit lang auf dem Trip, ich muss dagegen kämpfen, aber irgendwann hab ich einfach so eingesehen, das macht gar keinen Sinn. Du kannst nicht gegen irgendwas kämpfen, vor allen Dingen, wenn du dich dann als Teil von dem machen musst. Ja? Und als Teil von etwas kannst du nicht dagegen kämpfen. Ja? Daher kommt einfach so die Überlegung, nee, lass uns einfach unser Ding machen, lass uns überlegen, was finden wir gut, was finden wir richtig und das machen wir. Und für mich haben die beiden auch noch einen Tipp, wenn die Angst vorm Scheitern mal wieder zu groß ist. Müssen machen. Das sage ich immer. Mach. Du, das wird dir keiner sagen, wie es wird. Und selber kannst du dir auch nicht ausdenken. Ich dachte auch ganz anders wird als hier. Einfach machen und wenn man das Bedürfnis hat, dass man noch was lernen muss, es auch wieder einfach machen. Ja? Ja. Einfach machen und den eigenen Weg gehen. Das scheint die beiden glücklich zu machen. Und wie sieht euer Weg aus? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt von Menschen, die Dinge einfach mal anders anpacken, vielleicht auch mal nachhaltiger anpacken, dann abonniert doch gerne unseren Kanal oder verpasst uns einen Daumen hoch. Ich würde mich mega freuen.